Hi und Salve, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte das Skript für dieses Video bereits geschrieben, mich jedoch dazu entschieden, bis auf die Veröffentlichung des Q&As der Ironclad zu warten. Zum Glück muss ich sagen, denn meine Betrachtung hat sich dadurch verändert. Mehr dazu später im Video. Mit der kürzlichen Vorstellung der Ironclad habe ich mich gefragt, welchen Mehrwert sie mir neben meiner geliebten Merchantman bieten kann. Die Merchantman ist bei vielen von uns sehr beliebt und ich dachte, es wäre interessant, meinen inneren Dialog mit euch zu teilen. Ein wichtiges Thema bei diesen teuren Schiffen ist die Vielseitigkeit. Ein Allrounder, der mehrere Rollen abdecken kann, ist oft die beste Wahl, denn viele können oder wollen sich nur eines kaufen. Besonders interessiert mich, wie sich die Ironclad und Merchantman als Trägerschiff schlägt. Die Liberator ist bekannt für ihre Stärke in diesem Bereich, aber braucht man sie wirklich, wenn eines der anderen Schiffe ähnliche Fähigkeiten bietet? Im Hauptteil des Videos werde ich diese Fragen untersuchen. Ich werde die spezifischen Vorteile und einzigartigen Eigenschaften der Ironclad im Vergleich zu Merchantman und Liberator beleuchten. Da es sich um Konzeptschiffe handelt, gibt es viele Unsicherheiten und Grauzonen, die wir gemeinsam beleuchten können. Ich bin noch neu auf YouTube und freue mich darauf, gemeinsam mit euch in diese Themen einzutauchen. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren und unsere Gedanken austauschen. Ich hoffe, dass wir zusammen ein klares Bild davon bekommen, was diese Schiffe wirklich leisten können. Lasst dafür gerne ein Abo mit Glocke da, um nichts zu verpassen. Jedes dieser Schiffe hat ganz eigene Stärken. Die Ironclad ist perfekt für Piraten und als Frachter in gefährlichen Systemen, was durch das hoffentlich bald veröffentlichte Pyro-System zusätzlichen Wert bekommt. Die Liberator ist ein kleines Trägerschiff, sowohl für Schiffe als auch für Bodenfahrzeuge. Obwohl die Ironclad Assault letzteres durch bessere Panzerung, Bewaffnung und die spezielle Reparaturmöglichkeit, welche auch das Herstellen von Komponenten beinhaltet, noch besser kann. Daher sticht die Liberator vor allem als Träger für Schiffe heraus. Die Merchantman hingegen hat deutlich mehr Cargo und zusätzlich Geschäfte an Bord. Auch bietet sie eine gute medizinische Versorgung. Aber bei diesen Schiffspreisen ist für viele ein Allrounder die beste Wahl. Daher habe ich besonders auf die möglichen Fähigkeiten als Trägerschiff dieser drei geschaut, denn die Liberator ist nur in diesem Bereich stärker. Und sollte man dies mit einem anderen Schiff ausreichend abdecken können, bräuchte man die Liberator nicht. Hier kann man sehen, welche Schiffsgröße welchen Hangar braucht. Auch kann man die Abmaße der Hangar sehen, obwohl man immer bedenken muss, dass sich dies noch ändern kann. Die Liberator hat 2 XS-Plätze, welche perfekt für leichte Fighter sind, jedoch auch für ein paar größere Schiffe, wie man hier sehen kann. Ob das wirklich passt, können wir jedoch erst sagen, wenn alle diese Schiffe da sind. Zudem hat sie 3 XXS-Plätze, welche in erster Linie für Bodenfahrzeuge gedacht sind, aber auch kleine Raumschiffe beherbergen können. Dies gilt besonders für das vordere Landingpad. Zudem wurde im Q&A zur Liberator gesagt, es wird keine speziellen Vorrichtungen haben, um Schiffe zu reparieren und aufzufüllen. Jedoch kann man alle notwendigen Materialien als Cargo mitführen und dies dann manuell anwenden, wie es überall sonst auch möglich ist. Zudem wurde gesagt, geparkte Schiffe werden nicht explizit vom Schutzschild der Liberator geschützt. Da die Assault Reparaturmöglichkeiten besitzt, werde ich diese betrachten und nicht die normale Version. CRG hat bestätigt, dass die Reparatureinrichtungen auch für Raumschiffe gelten. Die einzige Einschränkung wird die Größe der Komponenten sein. Zudem gibt CRG im Q&A eine maximale Größe des Cargoraums von 40 x 31 x 7,5 Metern an. Allerdings ist damit der gesamte Raum gemeint und nicht nur der unterhalb der Luken. Um ein besseres Bild zu bekommen, betrachten wir mal dieses Bild. Hier sehen wir 2 Tumble Nova, welche zusammen eine Größe von 20 x 24 Metern besitzen, was zwischen einem XXS und einem XS-Hangar sitzt. Leider ist die Öffnung in 2 geteilt. Dies würde dann 2 XXS-Hangar entsprechen. Doch könnte es gut möglich sein, unter den Balken zu tauchen und damit auch größere Schiffe dort zu landen. Die Merchantman hat hier oben einen XS-Hangar. Mit viel Kreativität und Geschick kann man vielleicht auch das damit machen. Der Zugang ist ein Fahrstuhl, welcher im Bild frei schwebt. Sollte dies im fertigen Schiff auch so sein, kann man dies gut nutzen, um direkt mit einem Schiff hineinzufliegen.
Die Größenverhältnisse des Fahrstuhls entsprechen ungefähr einem XXS-Hangar. Da ich zu diesen Angaben keine Informationen gefunden habe, musste ich dies mit entsprechenden Bildern herleiten. Und da es so aussieht, als ob der Fahrstuhl die gesamte Breite einnimmt, habe ich dies als gegeben angenommen. Wie man auf diesem Bild sehen kann, sind auf jeder Seite 6 SU-Kisten nebeneinander. Zur Vereinfachung gehen wir von 1 Meter pro Kiste aus. Das sind dann 12 Meter plus ungefähr 3 Meter durch den Mittelgang. Damit sind wir bei 15 Metern insgesamt für die Breite. Wie auf diesem Bild zu sehen, passen ungefähr 2 Jumbo Cyclones hintereinander. Dies entspricht 12 Metern. Damit sind wir insgesamt bei 12 mal 15 Metern, was ein wenig kleiner ist als ein XXS-Hangar. Und mit etwas Geschick sollte es kein Problem sein, jedes Schiff dieses Typs dort hineinzubekommen. Solltet ihr, wie ich, eine Merchantman besitzen und wollt kein zusätzliches Geld für einen richtigen Träger ausgeben, ist die Ironclad nicht die Lösung. Vor dem Q&A war das meine Meinung. Doch nachdem bestätigt wurde, dass die Reparatureinrichtungen auch für Schiffe geeignet sind, das Dach der Assault geöffnet werden kann und CLG es als Mini-Carrier beschreibt, bin ich mir nicht mehr so sicher. Besonders wenn man die Merchantman für viele Aufgaben für etwas zu groß hält und gerne Angriffe mit Bodenfahrzeugen im großen Stil machen will, ist die Ironclad eine gute Erweiterung der Flotte. Für mich ist die Merchantman außer Konkurrenz, da sie mir zudem als mobiles Zuhause dienen soll. Ich bin mir noch unsicher, ob und wenn wie ich meine Flotte umgestalten soll. Wie seht ihr das? Habt ihr schon eine gekauft? Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere meinen Kanal. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Schiffe euch am meisten interessieren und warum. Bis zum nächsten Mal, euer Tiberius.